Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert, deinem Kanal für die Elektromobilität aus dem Herzen der Alpen. Mein Name ist Matthias und heute sprechen wir mal über die Fahrprofilauswahl beim Škoda Enyaq und machen noch einen kleinen Exkurs ins Fahrwerk. Auf geht's! Für das heutige Video habe ich mich einfach mal auf einen Waldparkplatz gestellt. Ich habe mir gedacht, das ist mal eine schöne Abwechslung zu der Sporthalle und dem gepflasterten Parkplatz, wo ich sonst stehe. Insofern, ich hoffe, es stört euch nicht, dass ihr das Vogelgezwitscher hört. Ab und zu werden Wanderer und Mountainbiker hier vorbeikommen. Da hinten im Hintergrund mäht ein Bauer die Wiese. Es ist einfach schön. Und ich finde auch eine schöne Location, um über das hier zu reden, nämlich die Fahrprofile. Vielleicht einfach mal vorab, was Fahrprofile nicht bewirken. Die Fahrprofile haben keinen Einfluss auf das Thermomanagement und die Fahrprofile haben, wenn ihr kein DCC habt, keinen Einfluss auf die Dämpferkennlinie. Denn das ist schlichtweg nicht möglich. Dafür gibt es in diesem Video dann noch den Exkurs zum Fahrwerk. Die Fahrprofile unterscheiden sich auch je nachdem, was ihr für eine Fahrzeugkonfiguration habt. Nämlich, habt ihr ein DCC oder habt ihr kein DCC? Und vor allem, und da kommen viel stärkere Veränderungen, habt ihr einen Allrad- oder einen heckgetriebenen Enyaq. Und darum gucken wir uns jetzt zunächst einfach mal die ganzen Einzeleinstellungen an. Denn am Ende vom Tag sind die Fahrprofile ja nichts anderes als sogenannte Presets oder Voreinstellungen, die ihr im Modus individuell auch selber konfigurieren könnt. Die Fahrprofilauswahl steht bei eingeschaltetem Enyaq mit der Taste Mode hier zur Verfügung und dann landet ihr in diesem Menü, das immer mit Normal startet. Und wenn ihr dann hier auf Individual geht und auf die 3 Punkte, dann seht ihr alle Einstellmöglichkeiten. Genauso könnt ihr euch hier angucken, wie die Profile, die vorkonfiguriert sind, eingestellt sind. Und wir beginnen mit dem DCC-Eintrag hier oben, respektive Fahrwerk, wenn ihr kein DCC habt. Doch zunächst schauen wir uns im Exkurs einfach mal das Fahrwerk etwas genauer an und gehen dann wieder zurück zu den Einstellmöglichkeiten. Machen wir einen kleinen Exkurs in die Fahrwerke des Škoda Enyaq iV. Prinzipiell gibt es genau 3 Stück. Die unterscheiden sich leicht zwischen dem 60er und dem 80er, aber im Herzen sind es genau 3. Das erste ist das normale Fahrwerk, das im Standard dabei ist. Das ist nicht verstellbar, das hat keine elektronische Ansteuerung, nichts. Das hat genau eine Dämpferkennlinie. Das zweite Fahrwerk ist das Sportfahrwerk. Das Sportfahrwerk hat eine 15 mm Tieferlegung mit dabei, ist auch nicht verstellbar, wird auch nicht elektronisch angesteuert, hat genau eine Dämpferkennlinie, die eben etwas straffer ist als beim Normalfahrwerk. Und dann haben wir noch das DCC, so wie bei diesem hier. Das ist das adaptive Fahrwerk, das über eine Elektronik angesteuert wird und wo mittels Öldrücken die Dämpferkennlinie aktiv verändert werden kann. Einerseits kontinuierlich während der Fahrt, damit er sich besser an die Straßenbegebenheiten anpassen kann, und andererseits über die Fahrprofilauswahl, wo ihr über 14 Stufen von Komfort, Normal bis Sport wechseln könnt. Und das geht wirklich nur beim DCC und nicht bei den anderen Fahrwerken. Noch eine kleine Randnotiz: Das Sportfahrwerk ist nicht mit dem DCC kombinierbar. Das heißt, wenn ihr eine Sportline kauft, dann könnt ihr entweder das Sportfahrwerk mit der 15 mm Tieferlegung haben oder das DCC ohne die Tieferlegung. Schauen wir doch einfach mal das Fahrwerk von meinem Škoda Enyaq 80X Sportline an. Darum bin ich auch hier unten bei dem Reifen. Und wenn ihr da reinguckt, dann seht ihr da oben als erstes die 3 farbigen Punkte Gelb, Braun, Violett, Pink. Und das kennzeichnet das Fahrwerk ganz genau. Jedes Fahrwerk, das Škoda verbaut, hat hier andere Punkte. Und dann nochmal unterschieden für den 60er und für den 80er Enyaq. Und das hier ist die Kennzeichnung für ein DCC-Fahrwerk bei einem 80er Enyaq mit Allrad.
Und jetzt gucke ich mal, ob ich für euch hier um die Ecke schauen kann. Ich selber sehe es nicht, aber ich hoffe, man kann das sehen. Dieses Ding hier, das ist das eindeutige Kennzeichen, dass wir ein DCC-Fahrwerk haben. Denn das ist die Ansteuerung des Fahrwerks. Wenn ihr diesen Anschluss hier nicht habt, dann, da ist auch das Kabel, fühle ich gerade, dann habt ihr kein DCC. Dann ist das Fahrwerk nicht verstellbar. Dann kennt das Fahrwerk nur eine Kennlinie. Ohne Ansteuerung kann die nicht verändert werden. Egal, was nachher drin auf dem Display passiert, weil das ist nämlich noch spannend. Und bei den Enyaqs mit DCC und ohne DCC gibt es auch hier nochmal einen Unterschied. DCC hat hier diese Einstell-Slider mit 14 Stufen und ohne DCC ist hier lediglich der Eintrag Fahrwerk mit der Auswahlmöglichkeit Normal und Sport. Und die Bezeichnung Fahrwerk ist da wirklich extrem irreführend. Sprechen wir doch zunächst aber über das DCC. Ihr könnt hier mit 14 Stufen einstellen, von komfortabler als Komfort bis sportlicher als Sport. Wenn ihr die Voreinstellungen nehmt, dann seht ihr, steht da Komfort, Normal und Sport. Und das ist einfach diese Position. Normal ist die mittlere Position und Sport ist diese Position. Spannender ist hier das, was beim Fahrwerk, also bei Leuten ohne DCC da ist. Und da heißt es ganz oft, ich merke den Unterschied zwischen Normal und Sport. Und so leid mir das tut für euch, auch wenn ihr das glaubt, das Fahrwerk verändert sich bei dieser Einstellung nicht. Es kann es nicht, denn es kann nicht elektronisch angesteuert werden. Es hat keine variablen Dämpfer da drin. Das Fahrwerk bleibt immer mit seiner Kennlinie gleich. Macht die Funktion deswegen gar nichts, wenn da Fahrwerk steht? Nein, sie ändert schon etwas. Und zwar, wann ESP und XDS, also das elektronische Differential, eingreifen. Bei Normal ist es das Standardverhalten des Autos und bei Sport findet der Eingriff etwas später, aber dafür umso stärker statt. Und daraus entsteht für euch das Gefühl von einem sportlicheren Fahren. Kommen wir zum Eintrag Lenkung. Bei Lenkung könnt ihr wählen zwischen Normal und Sport und es macht genau, was der Name sagt. Bei Normal habt ihr die etwas weichere, leichtgängigere, manche würden sagen schwammige Lenkung des Enyaq. Und bei Sport habt ihr eine etwas straffere, etwas direktere, etwas schwergängigere Lenkung. Im Kern passiert da nichts anderes als ein Eingriff in die Ansteuerung des Servomotors an der Lenkung. Und was dabei aber ganz wichtig ist, unabhängig davon, was ihr dort einstellt, die Lenkunterstützung ist vor allem abhängig von der Geschwindigkeit, mit der ihr fahrt, vom Lenkwinkel, den ihr hier haben wollt und vor allem vom Lenkmoment, ob ihr ganz langsam einschlagt oder sehr ruppig. Und diese Sachen werden, egal was ihr hier einstellt, immer übersteuern. Sprechen wir über die wahrscheinlich spannendste Einstelloption. Das ist Antrieb mit seinen 3 Modi Eco, Sport, Normal. Und das unterscheidet sich nochmal signifikant beim Hecktriebler und beim Allrad. Zunächst einmal die Dinge, die sich der Hecktriebler und der 4x4 teilen bei den Einstelloptionen. Wenn ihr Eco wählt, dann wird zum einen die Geschwindigkeit auf 130 Kilometer begrenzt, die Motordrehzahl wird begrenzt und das Drehmoment wird begrenzt. Zudem bekommt euer Beschleunigungspedal eine etwas verlangsamte, wenig dynamische Kennlinie und ihr merkt es daran, dass der Enyaq sich relativ träge anfühlt. Wenn ihr auf Normal wechselt, dann habt ihr wieder die Standardeinstellungen, so wie sie sich Škoda vorstellt. Und dabei gibt es keine Begrenzungen mehr. Heißt übersetzt, Höchstgeschwindigkeit 160 aktuell, Motordrehzahl bis zum Maximum, maximales Drehmoment und eine normale Kennlinie am Beschleunigungspedal. So wie sich Škoda gedacht hat, dass sich das Auto im Alltag anfühlen soll. Und wenn ihr auf den Sportmodus schaltet, dann bleibt alles gleich, lediglich die Kennlinie des Beschleunigungspedals wird etwas aggressiver, etwas stärker und das merkt ihr auch. Der Enyaq hat dieses schöne Elektroauto-Beschleunigungsgefühl. Kommen wir zum eigentlich Spannenden an dieser Antriebseinstellung und das ist für die Allradfahrer, für die 4x4 Enyaqs. Denn dort hat der Antrieb recht signifikante Auswirkungen.
Wichtig aber vorab, der Enyaq steuert den Allrad ja bekanntlich komplett selbst. Ihr habt ja keine Option irgendwo hier unten, wo ihr den permanent zuschalten könnt. Gibt aber einen Trick, kommt gleich. Und diese Einstellungen bezüglich des Allrads können eure Voreinstellungen, wie überall auch sonst, wie bei der Lenkung und so, übersteuern. Jederzeit. Das heißt, wenn ihr das selber testet, dann kann es einfach sein, dass ihr nicht das gleiche Ergebnis habt wie ich. Nachher machen wir noch einen Live-Test dazu. Ich zeige euch das, weil der Enyaq übersteuert. Aber mal in der Theorie, was machen die Modi bei unseren 4x4s? Der Eco-Modus macht aus eurem Allradfahrzeug einen Hecktriebler. Wenn es die Fahrsituation nicht zwingend erfordert, den Eingriff, dann wird euer Enyaq nur heckangetrieben. Probiert es aus. Wechselt ihr rüber zu normal, dann überlasst ihr dem Enyaq die Wahl, wie ihr zwischen den Achsen die Kraft verteilt. Er wird aber primär den Fokus auf Sparsamkeit legen und hier mehrheitlich heckgetrieben fahren. Doch dann kommt der Modus Sport und der hat es in sich, denn der Modus Sport macht aus eurem 4x4 einen permanenten Allrad. Achtung, auch hier kann der Enyaq wieder übersteuern und nur heckgetrieben fahren, tut das aber äußerst selten. Und die Kraftverteilung ist dabei auch relativ klar vorgegeben. Bei niedrigen Beschleunigungen, unabhängig der Geschwindigkeit, habt ihr eine 50:50 Aufteilung oder fast 50:50. Und wenn ihr stärker beschleunigt, dann verlagert sich logischerweise aufgrund der Unterschiedlichkeit der Motoren, oder hinten sind 150 kW, vorne sind 75 kW, die Last nach hinten, dann habt ihr eine 20:80 Verteilung. Und ihr könnt das auch während der Fahrt machen und das zeige ich euch im Praxisteil. Und wer jetzt wirklich gesagt hat, hey, wo ist denn mein permanenter Allrad? Ja, im Sportmodus. Der Menüpunkt ACC oder Adaptive Cruise Control hat auch 3 Einstellmöglichkeiten, Eco, Sport, Normal. Und dabei wird tatsächlich eingestellt, wie euer adaptiver Tempomat vor allem nach dem Abbremsen wieder beschleunigen soll. Und damit eben sehr ähnlich wie beim Antrieb. Im Eco-Modus beschleunigt er eher verzögert und langsam. Im Normal halt die Standard-Variante oder der Standard, den der Enyaq hat. Und bei Sport habt ihr eine schnellere und vor allem auch stärkere Beschleunigung beim ACC. Und dann gibt es noch hier diesen letzten Punkt Klima mit 2 Einstellungen, Normal und Eco. Und Eco verhindert nicht, die Klimaanlage verhindert nicht das Heizen. Er reduziert einfach nur die Leistung, die zur Verfügung gestellt wird für die Systeme. Der Klimakompressor hat, soweit ich weiß, 3,9 Kilowatt Leistung. Die Heizelemente haben sogar 5 oder ich glaube sogar 6 Kilowatt Leistung. Und wenn ihr auf Eco geht, dann wird die Leistung eingeschränkt, aber nicht die Funktion der Klimaanlage. Ihr habt weiterhin Klimatisierung zur Verfügung. Ich möchte nun versuchen, euch zu zeigen, wie sich die Einstellung bei der Klimatisierung mit der Einschränkung der Leistung auswirkt. Dafür haben wir hier ein paar Werte, nämlich die Leistung von der Klimaanlage, der AC-Kompressor, wie viel Watt er verbraucht, wie schnell er dreht und hier unten vor allem die Konsumenten an der Hochvoltbatterie, Auxiliary Consumer Power und High Voltage Consumers. Und das deckt sich jetzt natürlich, wo der Enyaq steht, stark mit DC Battery Power. Wichtig hierbei zu wissen ist einfach, an der Hochvoltbatterie hängt außer der Klimatisierung und der Fahrmaschinen nichts. Alles andere, wie Licht oder Musikanlage, wird ausschließlich über das 12-Volt-System versorgt. Also könnten wir hier vielleicht wirklich sehen, ob etwas passiert. Momentan ist die Klimaanlage aus. Und jetzt gehen wir hier einfach mal bei der Klima auf Normal. Im normalen Modus ist die Klimatisierung auch hier unten auf Normal. Ich habe die Fenster auf. Draußen ist es fast 22 Grad. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir die Klimaanlage auf höchster Stufe einschalten und dazu noch sagen, wir hätten gerne die niedrigstmögliche Temperatur im Auto. Ihr seht, die Klimaanlage läuft an. Ja, wir haben jetzt schon eine ordentliche Umdrehungszahl beim Kompressor. Zieht jetzt auch fast schon 1 Kilowatt. Warten wir mal kurz noch eine Runde. Aber ich fürchte, viel mehr werden wir da nicht zu Gesicht bekommen.
Aber wir können ja jetzt einfach mal sagen, okay, wir gehen in den Eco-Modus und gucken, ob wir jetzt schon einen Abfall der Werte erleben. Denn im Eco-Modus haben wir ja auch Klimatisierung Eco. Aber wie wir sehen, passiert da gerade... Ah, doch! Habt ihr es gesehen? Es ist leicht runtergegangen. Aber ich glaube, das war nur ein Ausreißer. Ich fürchte, das kann ich euch so an der Stelle nicht simulieren. 3000 Watt liegen an. Es verändert sich leider an der Stelle nichts. Aber hey, ich habe es versucht. Vermutlich müsste man da wirklich die Anlage maximal auslasten und dann gucken, ob man das runterbekommt. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr dort eine Änderung hinbekommen habt oder nicht. Abschließend noch ein paar Worte zu diesen Fahrprofilen oder Voreinstellungen. Diese sind immer nur vordefinierte Mischungen der individuellen Einstellmöglichkeiten. Und nach dem, was ihr gerade gehört habt, ergibt sich, je nachdem, was ihr für ein Fahrzeug fahrt, der besondere Charme dieser Individualeinstellung. Zum Beispiel, wenn ihr zu denen gehört, die gerne eine etwas weichere Lenkung, ein Komfortfahrwerk mit DCC einstellen wollt, aber permanenten Allrad nutzen wollt. Warum? Das hinterfrage ich nicht. Aber das könnt ihr alles individuell dann einstellen und konfigurieren. Und deswegen mag ich es, dass Škoda uns das zur Verfügung gestellt hat, neben den Standardeinstellungen. Noch eine Anmerkung zu den Standardeinstellungen, denn dort wird sich mit dem ME3.x etwas ändern zu all den Vorgängerversionen, wie wir sie jetzt hier auch bei mir gesehen haben. Getestet habe ich das nicht, ich habe halt keinen ME3. Doch, wie ich schon sagte, Škoda hat mich mit Informationen versorgt. Ich sage auch einfach mal Tauwetter. Ich glaube, wir werden da noch mehr gemeinsam machen. Und dort konnte ich beispielsweise sehen, der Komfortmodus wird voraussichtlich bei ME3 ein paar Sachen vom Eco-Modus erben hinsichtlich Geschwindigkeitsbegrenzung. Hier jetzt bei, ich sag mal, kleiner 3 hat er das nicht. Neu soll er das haben. Muss man aber testen. Oder wenn einer von euch schon ein ME3 hat, testet das doch bitte mal und schreibt es unten in die Kommentare. Und wichtig, mit ME3 bekommen alle allradgetriebenen Enyaqs ein neues Fahrprofil Traction. Was macht Traction? Auch hier haben wir wieder einen permanenten Allrad. Allerdings geht der, anders als im Sportmodus, mit einer anderen Verteilung der Kraft rein und ist auch nur bis ungefähr 20 Stundenkilometer aktiv. Hier ist wirklich das Ziel, auf schneeglatter Fahrbahn oder auf schwierigen Untergründen wieder Traktion zu bekommen. Und dafür greift er auch in die Differentiale ein, in das ESP und XDS, um euch hier wirklich die bestmögliche Allraderfahrung zu geben. Das meiste von dem, was ich gerade erklärt habe, das kann ich euch leider in der Praxis einfach nicht zeigen. Denn wie soll ich euch zeigen, wie sich Lenkung und Fahrwerk verändern? Das ist einfach nicht möglich. Das hat viel mit Gefühl und Erlebnis zu tun. Aber zwei Sachen kann ich euch zeigen. Und zwar einerseits, wie sich die Kraftverteilung beim 4x4 verändert, wenn wir durch die Modi hier unten wechseln, bei Front Torque hier oben und Rear Torque, also Drehmoment Vorderachse, Drehmoment Hinterachse. Und ich kann euch ein bisschen hier mit dem G-Wert, also dem Beschleunigungswert, aufzeigen, was passiert, wenn man in Eco auf die Autobahn beschleunigt oder in Sport. Achtung, Mautstraße voraus. Achtung, Vignette erforderlich. Danke, Laura. Ich wünschte, dieser Hinweis wäre irgendwie abschaltbar. Gut, hier vorne geht es jetzt auf die Autobahn und ich fahre im Eco-Modus auf. Jetzt wird die 60 aufgehoben und ich werde beschleunigen. Im Eco-Modus. Und ich kann durchziehen auf 120, die sind jetzt erreicht. Und wie wir sehen, wir haben bis 0,2 G, wenn ich das richtig betrachte. Und das ist gar nicht so wenig, aber auch nicht allzu viel. Es geht auf die Autobahn im Sportmodus und ich trete durch. Und jetzt gucken wir mal da auf den G-Wert und ihr seht, der geht in eine ganz andere Dimension. Ich muss jetzt leider auch schon wieder runter, weil wir auf 120 sind. Aber ihr habt gesehen, wir sind fast auf 0,4 hoch, also fast das Doppelte dessen, was ihr im Eco-Modus habt. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung.
ich habe ja eben gesagt, ich wünschte, Laura würde mir mit dieser Vignetten-Sache nicht dazwischen quatschen. Es gibt einen Weg, Laura diesbezüglich abzuschalten. Und nein, ihr müsst dafür nicht die Sprachausgabe gänzlich beenden. Ihr könnt das nämlich hier machen, wenn ihr ins Setup geht, Grundfunktionen und das Nutzungsverhalten Lernen ausschaltet. In dem Moment ist Ruhe, was diese Ansage angeht, weil Laura da dann nicht davon ausgeht, dass ihr irgendeine Route, die ihr mal gefahren seid, wiedernehmen wollt und dementsprechend auch nicht davor warnt, dass ihr eine Vignette braucht. Einen anderen Weg kenne ich leider nicht. Ich würde mir halt einen wünschen, wo das Nutzungsverhalten gelernt wird, aber ich einfach diese Ansage ausschalten kann. Denn ja, wenn ihr in der Schweiz lebt, dann ist diese Ansage einfach unglaublich nervig, weil ja, es ist klar, egal wo ich in der Schweiz auf der Autobahn fahre, brauche ich eine Vignette. Aber hey, das gehört ja nicht in dieses Video mit rein, das einfach nur am Rande. Da wir jetzt ohnehin auf der Autobahn sind, können wir uns ja einfach mal die Kraftverteilung in den einzelnen Modi beim Allrad ansehen. Und wie ihr seht, in Eco habe ich jetzt gerade ausschließlich Heckantrieb. Es liegt lediglich hinten 27 Newtonmeter an. Ich schalte um auf Komfort. Und wie ihr seht, ich habe Heckantrieb und nichts passiert. Und das gleiche passiert mir auch, sobald ich auf Normal schalte. Auch hier wieder Heckantrieb und nichts passiert. Doch spannend wird es, wenn ich jetzt auf Sport drücke. Und es dauert keine 3 Sekunden und ihr seht, ich habe eine 50:50 Kraftverteilung, da ja momentan wenig Drehmoment gebraucht wird. Deswegen die fast 50:50 Verteilung. Und jetzt hier einfach zum Show nochmal zurück, zum Beispiel auf Komfort und zack, ist der Frontantrieb wieder weg. Zurück auf Sport und der Frontantrieb ist sofort wieder da. Das Ganze geht natürlich auch hier im individuellen Modus. Wenn ich hier den Antrieb umschalte, ohne irgendetwas anderes umzuschalten, auf Sport, dann seht ihr, wird der Allrad sofort wieder zugeschaltet. So, jetzt bremse ich runter. Und ziehe gleich rüber und dann seht ihr, beim Beschleunigen von 100 auf 120 habe ich dann direkt wieder diese Verteilung. Kleinen Augenblick. Ja, Live-Tests brauchen manchmal etwas Geduld. Und jetzt gehe ich rüber und da seht ihr, jetzt habe ich eine komplett andere Kraftverteilung, bis ich die Geschwindigkeit erreicht habe. Und in dem Moment, wo das der Fall ist, nochmal kurz mit Beschleunigung, pendelt sich das wieder Richtung 50:50 ein. Und da sind wir schon wieder fast bei diesem Übersetzungsverhältnis angekommen. Noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Alles habe ich nicht rausfinden können. Denn ich kann mit dem Car-Scanner auch nicht alles messen und manche Dinge lassen sich nur ganz schwer darstellen. Und ansonsten kann ich mich halt auch nur auf Unterlagen verlassen, die ich gefunden habe. Richtig spannend sind hier vor allem die sogenannten SSPs, die Self-Study Programs, die beispielsweise VW in den USA veröffentlichen muss. Und die sind dann auch öffentlich zugänglich. Und da das die gleiche Plattform ist, kann man viel von da nehmen. Und andere Sachen, wie gesagt, habe ich von Škoda bekommen. Ich teste ja lieber, aber ich glaube, so generell habe ich euch einen sehr guten Einblick in die Fahrprofile geben können und was sie bewirken. Auch wenn ich dir heute nicht so viel live zeigen konnte wie sonst und mehr den Erklärbären gegeben habe, hoffe ich, dass du viel mitnehmen konntest und künftig mit den Fahrprofilen mehr anfangen kannst. Ja, natürlich ist es ärgerlich, dass man sie bei jedem Fahrtantritt einschalten muss, doch hier können wir hoffen, dass Škoda uns das verbessert. Und vielleicht hast du jetzt auch die Lust, mal mit dem individuellen Modi etwas auszuprobieren und genau die richtigen Settings für dich zu finden. Und was das Fahrwerk angeht, hoffe ich, konnte ich auch etwas Licht ins Dunkel bringen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da. Und wenn du gerade schon da bist, freue ich mich natürlich besonders über ein Abo, sofern du noch nicht abonniert hast. Das ist ein schönes Zeichen der Wertschätzung. Wenn deine Unterstützung noch weitergeht, dann findest du hier unter dem Video, da wo der Daumen nach oben ist und auch das Teilen, das Thanks, dieses Herz mit dem Dollarzeichen drin. Und vielleicht lässt du mir ja eine kleine Spende da. Alternativ gibt es auch in der Beschreibung einen PayPal-Link. Im Gegenzug
völlig egal, ob du mir etwas spendest oder nicht, habe ich die Werbung auf dem Kanal schon seit einiger Zeit drastisch reduziert. Und das Wichtigste dabei ist, es gibt keine Werbung während des Videos. Du kannst einfach an einem Stück durchschauen. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Und bis dahin, bleib energiegeladen. Dass du die individuellen Einschätzungen... Cut, es sind keine Einschätzungen, es wären Einschätzungen. Da gibt es keine elektronische Ansteuerung oder dergleichen. Cut oder dergleichen. Ich mache kein englisches Video. Wenn ihr den Enyaq startet, dann ist das die Standardansicht eurer Fahrprofilauswahl. Oh, ja, wackel, wackel. Und bei diesen einzelnen Einstellungen gibt es noch einen Unterschied zwischen Fahrern mit einem DCC, Nicht-Fahrern, Autos. Natürlich könnt ihr diese Einstellung bei der Beschleunigungspedal... Wir beschleunigen auf die Autobahn. Und leider muss ich jetzt hier abbrechen, weil dort ein Auto mit LK... Leider muss ich hier abbrechen, weil dort ein Auto mit Anhänger fährt. Ich konnte es euch leider nicht zeigen. Ja, manchmal hat man einfach Pech. Und weil... Ja, der Outtake von der Outtake. Haha. Ja.